Lektion 1: Raus aus der Pasta. Anna, ich habe gerade gemerkt, dass wir keine Pasta mehr haben. Oh, wirklich? Ich hatte vor, heute Abend Spaghetti zum Abendessen zu machen. Das ist bedauerlich. Wir müssen bald mehr kaufen. Ja, wir sollten es auf die Einkaufsliste setzen. Ich werde mir das auf jeden Fall notieren. Danke. Und wenn wir schon dabei sind, sollten wir auch frische Produkte besorgen. Gute Idee. Wir können etwas Obst und Gemüse für Salate und Snacks verwenden. Absolut. Sorgen wir dafür, dass wir eine Vielzahl von ihnen bekommen. Ich stimme zu. Der Verzehr von frischen Produkten ist wichtig für eine gesunde Ernährung. Das ist es definitiv. Wir sollten versuchen, mehr davon in unsere Mahlzeiten aufzunehmen. Das werde ich im Hinterkopf behalten, wenn wir einkaufen gehen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Du bist willkommen. Es ist immer gut, eine gut ausgestattete Küche zu haben. Das stimmt. Die Zutaten zu haben, die wir brauchen, macht das Kochen viel einfacher. Lektion 2: In die Nähe meiner Stadt. Anna, wenn du Orte in der Nähe meiner Stadt besuchst, gehst du alleine oder mit Freunden? Das hängt vom Ort und dem Zweck des Besuchs ab. Manchmal gehe ich mit Freunden, manchmal erkunde ich lieber auf eigene Faust. Ich verstehe. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du allein reisen magst? Wenn ich alleine gehe, habe ich mehr Freiheit und Flexibilität in meinem Zeitplan. Ich kann in meinem eigenen Tempo erkunden und mich auf meine Interessen konzentrieren. Das ergibt Sinn. Es ist schön, auf Reisen die Freiheit zu haben, zu tun, was man will. Ja, genau. Aber mit Freunden zu gehen kann auch Spaß machen, weil man gemeinsam Erfahrungen austauschen und Erinnerungen schaffen kann. Ich stimme zu. Es ist immer toll, Gesellschaft zu haben und die Reise mit Freunden zu genießen. Auf jeden Fall. Es verleiht der Reise eine andere Dynamik. Wenn ich neue Orte besuche, gehe ich normalerweise lieber mit Freunden. Es macht mehr Spaß, die Erfahrung mit anderen zu teilen. Das ist verständlich. Das Erkunden mit Freunden kann die Reise aufregender und unvergesslicher machen. Lektion 3: Moderne Romane. Anna, ich habe darüber nachgedacht, ein paar moderne Romane zu lesen. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Das ist eine gute Wahl. Ich liebe moderne Literatur. Hast du irgendwelche Bücher von Haruki Murakami gelesen? Nein, habe Murakamis ich Romane nicht. fallen oft in die In welchem Kategorie des Genre schreibt magischen er? Realismus. Sie haben eine einzigartige Mischung aus Fantasie und Alltag. Das klingt faszinierend. Ich werde mir auf jeden Fall seine Werke ansehen. Irgendwelche anderen Vorschläge? Wenn Sie sich für dystopische Romane interessieren, könnte Ihnen 1984 von George Orwell gefallen. Es ist ein klassischer Roman, der sich mit Themen wie Totalitarismus und Überwachung befasst. Ich habe von 1984 gehört. Es gilt als Meisterwerk, oder? Ich füge es meiner Leseliste hinzu. Ja, es wird weithin als bedeutendes Werk in der Literatur angesehen. Ein weiterer beliebter moderner Roman ist Sekite Rana von Khaled Hosseini. Es ist eine starke Geschichte, die in Afghanistan spielt. Ich habe auch gute Dinge über Sekite Rana gehört. Ich sorge dafür, dass ich mir eine Kopie besorge. Danke für die Empfehlungen, Anna. Gern geschehen, John. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Lass mich wissen, was du denkst,
wenn du fertig bist. Lektion 4: Einen Laptop sichern. Anna, ich habe gerade einen neuen 15 Zoll Laptop gekauft. Ich brauche etwas, das es sicher hält. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Laptop. Ich empfehle, eine Laptoptasche mit Polsterung zu kaufen, um sie vor Stößen oder Stößen zu schützen. Das ist eine gute Idee. Ich möchte sicherstellen, dass es während der Reise sicher bleibt. Darüber hinaus könnten Sie einen Rucksack mit einem speziellen Laptopfach in Betracht ziehen. Es bietet zusätzlichen Schutz und hält Ihre Hände frei. Das klingt praktisch. Ich suche nach einem Rucksack mit passendem Laptopfach. Überprüfen Sie unbedingt die Abmessungen des Fachs, um sicherzustellen, dass es Platz für einen 15 Zoll Laptop bietet. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke für den Rat, Anna. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Vorschläge benötigen. Lektion 5: Backenthusiast. Anna, interessiert dich außer Backen noch etwas anderes? Hallo, John. Ja, ich habe noch ein paar andere Hobbys und Interessen. Eines davon ist Gartenarbeit. Ich baue gerne meine eigenen Kräuter und Gemüse an. Das ist wunderbar. Es muss befriedigend sein, frische Produkte aus dem eigenen Garten zu ernten. Das ist es definitiv. Es ist etwas Besonderes, selbst angebaute Lebensmittel zu essen. Ich finde es auch entspannend und therapeutisch, Zeit im Garten zu verbringen. Ich verstehe warum. Es klingt nach einer großartigen Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und sich zu entspannen. Absolut. Ein anderes Hobby von mir ist Malen. Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Kunsttechniken und drücke mich durch Farben und Formen aus. Das ist fantastisch. Malen kann eine wunderbare Form der Selbstdarstellung sein. Hast du ein Lieblingsmedium oder einen Lieblingsstil? Ich arbeite gerne mit Acrylfarben und erforsche abstrakte Kunst. Ich finde es befreiend, etwas ohne die Einschränkungen des Realismus zu schaffen. Das klingt faszinierend. Abstrakte Kunst kann sehr ausdrucksstark und offen für Interpretationen sein. Ja, das liebe ich daran. Es ermöglicht mir, Emotionen und Ideen abstrakter und persönlicher zu vermitteln. Es ist toll, dass du diese unterschiedlichen Interessen hast, Anna. Sie verleihen dem Leben Tiefe und Reichtum. Danke, John. Ich glaube, eine Vielzahl von Hobbys macht das Leben interessant. Lektion 6: Ideen aufschreiben. Anna, ich habe eine Idee für unser nächstes Projekt. Wir sollten einen Podcast über Tipps zum Sprachenlernen erstellen. Das klingt interessant, John. Wir können verschiedene Techniken und Strategien besprechen, um Menschen dabei zu helfen, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Genau. Wir können Themen wie Wortschatzaufbau, Grammatikregeln und effektives Sprachtraining behandeln. Ich denke, es wäre hilfreich, Interviews mit Sprachexperten einzubeziehen und auch persönliche Erfahrungen von Sprachlernenden auszutauschen. Das ist ein toller Vorschlag, Anna. Wir können Linguisten, Lehrer und Polyglotten einladen, ihre Erkenntnisse und Ratschläge mit uns zu teilen. Wir sollten unsere Zuhörer auch ermutigen, uns ihre Fragen und Vorschläge zu senden, damit wir sie in zukünftigen Folgen behandeln können. Klar, ich schreibe alle Ideen auf. Darauf freue ich mich schon. Dieser Podcast hat das Potenzial, ein breites Publikum zu erreichen und positive Auswirkungen zu haben. Absolut,
John. Sprachenlernen ist ein beliebtes Thema und viele Menschen sind bestrebt, effektive Strategien zu finden. Unser Podcast kann für Sie eine wertvolle Ressource sein. Ich stimme zu, Anna. Wir können praktische Tipps geben und die Lernenden motivieren, konsequent zu bleiben und sich ihrer Sprachreise zu widmen. Es ist wichtig, die Folgen ansprechend und interaktiv zu gestalten. Wir können Quizfragen, Herausforderungen und sogar Sprachspiele einbeziehen, um unsere Zuhörer bei der Stange zu halten. Das ist eine großartige Möglichkeit, den Podcast unterhaltsam und lehrreich zu gestalten. Wir möchten, dass unsere Zuhörer Spaß am Lernprozess haben und gleichzeitig neues Wissen erwerben. Definitiv, John. Lass uns sofort mit der Arbeit an diesem Podcast-Projekt beginnen. Ich freue mich über die Wirkung, die wir erzielen können, um Menschen dabei zu helfen, ihre Sprachlernziele zu erreichen. Ich freue mich auch, Anna. Lassen Sie uns gemeinsam etwas Unglaubliches schaffen und Sprachlerner auf der ganzen Welt inspirieren. Lektion 7: Besprechung von Zeitplänen. Anna, ich wollte unsere Termine für die kommende Woche besprechen. Bist du am Montag für eine Teambesprechung verfügbar? Ja, John. Montag funktioniert für mich. Um wie viel Uhr denkst du? Wie wäre es mit 10 Uhr? Es sollte uns genug Zeit geben, um unsere Fortschritte zu überprüfen und für die kommende Woche zu planen. Klingt gut, John. Ich werde dafür sorgen, dass das Zeitfenster frei bleibt. Großartig. Und was ist mit Mittwoch? Wir haben eine Präsentation mit dem Kunden geplant. Kannst du es um 14 Uhr schaffen? Ja, ich schaffe es am Mittwoch um 14 Uhr. Ich bereite die notwendigen Materialien vor und sorge dafür, dass alles für das Treffen bereit ist. Perfekt. Danke, Anna. Ich schätze Ihr Engagement und Ihre Liebe zum Detail. Gern geschehen, John. Es ist wichtig, organisiert zu bleiben und unsere Termine einzuhalten. Einverstanden. Durch einen klaren Zeitplan und ein effektives Zeitmanagement können wir den Erfolg unserer Projekte sicherstellen. Absolut, John. Vorausschauend zu planen und auf Kurs zu bleiben, ist entscheidend für qualitativ hochwertige Arbeit. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind, Anna. Lassen Sie uns weiterhin kommunizieren und unsere Zeitpläne koordinieren, um die Produktivität zu maximieren. Ich stimme vollkommen zu, John. Eine offene und transparente Kommunikation ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung eines effizienten Arbeitsablaufs. Lektion 8: Einkaufspräferenzen. Anna, ich habe über unsere Einkaufspräferenzen nachgedacht. Wo gehst du normalerweise hin, wenn du etwas kaufen musst? Normalerweise gehe ich ins Einkaufszentrum, John. Sie haben eine Vielzahl von Optionen, von Bekleidungsgeschäften bis hin zu Elektronik und Haushaltswaren. Das ist praktisch. Ich gehe auch gerne ins Einkaufszentrum, weil es eine zentrale Anlaufstelle für alle meine Einkäufe ist. Genau, John. Das spart Zeit und ermöglicht es uns, verschiedene Geschäfte an einem Ort zu erkunden. Hast du irgendwelche Lieblingsgeschäfte oder Marken, die du normalerweise besuchst? Ja, ich habe ein paar Favoriten. Ich stöbere gerne in den Bekleidungsgeschäften wie Zara und H&M. Für Elektronik gehe ich normalerweise zu Best Buy. Das sind großartige Entscheidungen, Anna. Ich stöbere auch gerne in Zaras Sammlung. Und für Elektronik besuche ich lieber Apple Stores für ihre Qualitätsprodukte. Apple Stores sind in der Tat zuverlässig, John. Ihre Produkte sind bekannt für ihre Leistung und Haltbarkeit. Absolut.
Es ist wichtig, bei Einkäufen der Qualität Priorität einzuräumen. Auf diese Weise können wir die Langlebigkeit der von uns gekauften Produkte sicherstellen. Ich stimme vollkommen zu, John. Die Investition in Qualitätsartikel spart auf lange Sicht nicht nur Geld, sondern reduziert auch den Abfall. Genau, Anna. Lassen Sie uns weiterhin fundierte Einkaufsentscheidungen treffen und Produkte auswählen, die unseren Werten und Bedürfnissen entsprechen. Lektion 9: Hobbys und Achtsamkeit. Anna, es ist gut, Hobbys zu haben, die beim Deprimieren helfen. Hast du Achtsamkeit oder Meditation ausprobiert, um dich zu entspannen? Ja, John. Achtsamkeit ist eine Praxis, die ich in meinen Alltag integriere. Es hilft mir, präsent zu bleiben und Stress abzubauen. Das ist wunderbar, Anna. Achtsamkeit kann ein großartiges Werkzeug sein, um mit unseren Gedanken und Emotionen umzugehen. Absolut, John. Es ermöglicht uns, unser Bewusstsein zu entwickeln und uns auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren, was ein Gefühl von Ruhe und Klarheit fördert. Haben Sie bestimmte Achtsamkeitstechniken oder Praktiken, die Sie hilfreich finden? Eine Technik, die ich als nützlich empfinde, ist achtsames Atmen. Ich nehme mir ein paar Minuten Zeit, um mich auf meinen Atem zu Das konzentrieren klingt und nach das einer Gefühl bei einfachen, jedem Ein- aber und effektiven Ausatmen zu Praxis, Anna. beobachten. Das werde Es ich auf hilft jeden mir, Fall mich zu versuchen. zentrieren und jegliche Spannungen oder Ablenkungen Eine andere loszulassen. Die mir Spaß macht, ist achtsames Gehen. Ich mache einen gemütlichen Spaziergang in der Natur und achte dabei auf die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Empfindungen um mich herum. Es hilft mir, mich geerdet und mit dem gegenwärtigen Mir Moment gefällt die Idee verbunden des zu achtsamen fühlen. Gehens, Anna. Es kombiniert die Vorteile von körperlicher Aktivität und Achtsamkeit. Es klingt nach einer erfrischenden Art, sich zu entspannen. Absolut, John. Aktivitäten, die uns Freude und Frieden bringen, können eine wunderbare Möglichkeit sein, für unser geistiges Wohlbefinden zu sorgen. Ich stimme vollkommen zu, Anna. Es ist wichtig, der Selbstpflege Priorität einzuräumen und sich Zeit für Aktivitäten zu nehmen, die Entspannung und Verjüngung fördern. Indem wir Achtsamkeit in unser Leben integrieren, können wir ein besseres Gleichgewichtssinn entwickeln und unser allgemeines Wohlbefinden verbessern. Gut gesagt, Anna. Lassen Sie uns weiterhin verschiedene Hobbys und Praktiken erforschen, die unseren Geist und unsere Seele nähren. Ich bin dafür, John. Begeben wir uns auf die Reise der Selbstfindung und finden wir heraus, was uns individuell anspricht. Lektion 10: Lohnende Konversation. Anna, ich wollte ein paar aufregende Neuigkeiten mit dir teilen. Ich wurde gerade bei der Arbeit befördert. John, das ist fantastisch. Glückwunsch zu deiner Beförderung. Du musst begeistert sein. Danke, Anna. Ich freue mich absolut. Es war eine Menge harter Arbeit, aber es fühlt sich großartig an, für meine Bemühungen anerkannt zu werden. Ich freue mich, das zu hören. Ihr Engagement haben sich ausgezahlt. Du verdienst diese Belohnung. Ich schätze deine freundlichen Worte, Anna. Es bedeutet mir sehr viel. Übrigens sollten wir diese Leistung feiern. Wie wäre es, irgendwann einen Kaffee zu trinken? Das klingt nach einer wunderbaren Idee, John. Ich würde gerne deinen Erfolg mit dir feiern. Lass uns einen Termin für ein Treffen einplanen. Hervorragend. Ich überprüfe meinen Zeitplan und melde mich mit einigen verfügbaren Terminen bei Ihnen. Darauf freue ich mich schon sehr. Großartig. Sag mir einfach, wenn du Zeit hast, und wir machen es möglich. Nochmals herzlichen Glückwunsch, John. Du hast dir diese Beförderung verdient. Danke, Anna.
Ich bin dankbar für Ihre Unterstützung und Ermutigung. Es bedeutet mir sehr viel. Ich melde mich bald bei Ihnen, um unsere Kaffeepläne fertigzustellen. Lektion 11: Recherche und Einkaufstipps. Anna, ich plane eine Reise in eine neue Stadt und möchte das Beste aus meiner Zeit dort machen. Hast du irgendwelche Vorschläge, wie ich vorher etwas recherchieren kann? Das ist John, ein gutes Recherchen Argument, Anna. durchzuführen ist eine Ich werde großartige diese Idee, Ressourcen um auf ein jeden Fall erfüllendes erkunden. Reiseerlebnis zu Noch etwas gewährleisten. anderes. Hast du Ich irgendwelche empfehle, Tipps mit zum Einkaufen in einer Online-Reiseführern, neuen Stadt? Foren und Blogs zu Ich möchte beginnen. touristische Sie Einkaufsviertel bieten meiden oft und wertvolle einzigartige Einblicke lokale und Geschäfte Empfehlungen. finden. Absolut, John. Um touristische Einkaufsviertel zu vermeiden, versuchen Sie, sich in die Viertel zu wagen, in denen die Einheimischen einkaufen. Sie haben oft versteckte Juwelen und authentische Produkte. Wenn Sie die Einheimischen nach Empfehlungen fragen, können Sie außerdem zu einigen großartigen Das Einkaufsmöglichkeiten ist ein gelangen. fantastischer Vorschlag, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich die lokalen Viertel erkunde und mich von den Anwohnern beraten lasse. Es klingt nach einem lohnenderen Einkaufserlebnis. Ich freue mich, dass du es hilfreich findest, John. Denken Sie daran, dass die Erkundung abgelegener Gebiete zu einzigartigen Funden führen und lokale Unternehmen unterstützen kann. Viel Spaß bei Ihrem Einkaufsabenteuer. Danke, Anna. Ich danke dir für deine Anleitung. Ich bin jetzt sicherer, was meine Recherche und Einkaufspläne angeht. Ich gebe dir Bescheid, wie es läuft. Lektion 12: Überlegungen zum Budget. Anna, ich plane gerade eine Reise und frage mich, wie viel Geld ich sparen soll. Irgendwelche Vorschläge zur Festlegung eines Budgets? John, der Betrag, den Sie für Ihre Reise sparen sollten, hängt von Ihrem Reisestil und Ihren Vorlieben ab. Planen Sie eine luxuriöse oder budgetfreundliche Reise? Ich bevorzuge ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Erschwinglichkeit. Ich möchte das Beste aus meiner Reise machen, ohne zu viel auszugeben. Irgendwelche Empfehlungen, um dieses Gleichgewicht zu finden? In diesem Fall schlage ich vor, die durchschnittlichen Kosten für Unterkunft, Transport, Verpflegung und Aktivitäten an Ihrem Reiseziel zu ermitteln. Auf diese Weise erhalten Sie eine grobe Schätzung, wie viel Sie sparen müssen. Das ergibt Sinn, Anna. Ich werde einige Nachforschungen anstellen und ein Budget erstellen, das auf diesen Faktoren basiert. Es ist wichtig, eine realistische Vorstellung von den damit verbundenen Kosten zu haben. Absolut, John. Vorausschauend zu planen und ein Budget zu haben, hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und zu hohe Ausgaben zu vermeiden. Denken Sie daran, auch zusätzliche Mittel für unerwartete Ausgaben bereitzustellen. Danke für den Rat, Anna. Ich werde alles berücksichtigen und ein Budget erstellen, das meinen Reisezielen entspricht. Ihre Beratung wird sehr geschätzt. Lektion 13: Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Ernährung. Anna, ich versuche in letzter Zeit, mich ausgewogen zu ernähren. Es ist wichtig, auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu achten. John, das ist toll zu hören. Eine ausgewogene Ernährung ist unerlässlich, um unseren Körper mit den Nährstoffen zu versorgen, die er benötigt. Es ist ein gesunder Ansatz, um uns selbst zu ernähren. Absolut, Anna. Ich habe mehr Obst, Gemüse und Vollkornprodukte in meine Mahlzeiten aufgenommen. Es hilft mir, mich den ganzen Tag über voller Energie zu fühlen. Das ist wunderbar, John. Obst und Gemüse sind reich an Vitaminen und Mineralien, während Vollkornprodukte Ballaststoffe und andere wichtige Nährstoffe liefern. Es ist eine großartige Möglichkeit, die allgemeine Gesundheit zu Ja, unterstützen. übrigens, Anna, ich habe auch versucht, meinen Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln und zuckerhaltigen Snacks zu reduzieren. Ich finde, dass es mir hilft, mich ausgewogener zu ernähren. Das ist eine kluge Wahl, John.
Verarbeitete Lebensmittel enthalten oft zugesetzten Zucker, ungesunde Fette und einen hohen Natriumgehalt. Die Reduzierung ihres Konsums kann sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Ich stimme vollkommen zu, Anna. Wenn ich mich für gesündere Lebensmittel entscheide, fühle ich mich den ganzen Tag über konzentrierter und produktiver. Es ist erstaunlich, wie sich unsere Ernährung auf unser allgemeines Wohlbefinden auswirken kann. Ja, ich versuche auch, mich ausgewogen zu ernähren, John. Ich finde, dass es mir hilft, mich energiegeladener zu fühlen und meine Konzentration verbessert. Es ist ein wichtiger Aspekt der Selbstpflege. Das ist fantastisch, Anna. Es ist toll zu wissen, dass wir beide entschlossen sind, durch eine ausgewogene Ernährung auf uns selbst aufzupassen. Es ist ein kleiner Schritt, der einen großen Einfluss auf unser Leben haben kann. Absolut, John. Es geht darum, bewusste Entscheidungen zu treffen und darauf zu achten, was wir unserem Körper zuführen. Mit einer ausgewogenen Ernährung geben wir uns die besten Chancen auf eine optimale Gesundheit. Dem stimme ich voll und ganz zu, Anna. Lassen Sie uns weiterhin unserem Wohlbefinden Priorität einräumen, indem wir uns ausgewogen ernähren und gesunde Lebensmittel wählen. Unser Körper wird es uns danken. Definitiv, John. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind, wenn es darum geht, durch richtige Ernährung auf uns selbst aufzupassen. Auf unser fortgesetztes Engagement für eine ausgewogene Ernährung. Lektion 14: Produktivität am Morgen. Anna, ich finde, dass es mir hilft, den ganzen Tag über produktiver zu sein, wenn ich gegen 6 Uhr morgens aufwache. Es ist erstaunlich, wie die frühen Morgenstunden den Ton für einen produktiven Tag angeben können. John, ich verstehe, was du meinst. Früh in den Tag zu starten kann uns einen Vorsprung verschaffen und es uns ermöglichen, mehr Aufgaben zu erledigen. Das gibt einen positiven Impuls für den Rest des Tages. Genau, Anna. In den frühen Morgenstunden gibt es weniger Ablenkungen und die Umgebung ist normalerweise ruhiger. Es bietet eine förderliche Atmosphäre für konzentriertes Arbeiten oder persönliche Aktivitäten. Ich stimme zu, John. Ich finde auch, dass der Morgen eine großartige Zeit für mich ist, um Aktivitäten wie Meditation oder Bewegung nachzugehen. Es hilft mir, mich zu zentrieren und gibt einen positiven Ton für den kommenden Tag. Das ist fantastisch, Anna. Aktivitäten, die Achtsamkeit und körperliches Wohlbefinden am Morgen fördern, können einen erheblichen Einfluss auf unsere allgemeine Produktivität und Stimmung haben. Ja, John, übrigens, ich nutze die Morgenstunden auch, um meinen Tag im Voraus zu planen. Ich finde, dass die Organisation meiner Aufgaben und Prioritäten am Morgen mir hilft, konzentriert zu bleiben und mehr zu erreichen. Das ist eine großartige Strategie, Anna. Ein klarer Tagesplan kann verhindern, dass wir uns überfordert fühlen und sicherstellen, dass wir unsere Zeit und Energie effektiv einteilen. Absolut, John. Es geht darum, unseren Morgen so zu nutzen, dass unsere Produktivität maximiert wird und wir erfolgreich sein können. Das Etablieren einer Routine kann unglaublich vorteilhaft sein. Ich stimme vollkommen zu, Anna. Eine gut strukturierte Morgenroutine kann ein Gefühl der Stabilität vermitteln und uns helfen, das Beste aus unserem Tag herauszuholen. Es ist eine wertvolle Angewohnheit, die es zu pflegen Ja, gilt. John, und eine Routine zu finden, die für uns individuell funktioniert, ist der Schlüssel. Wir können mit verschiedenen Aktivitäten und Zeitpunkten experimentieren, um herauszufinden, wodurch wir uns am produktivsten und Das ist ein erfülltesten großartiger fühlen. Punkt, Anna. Die optimale Routine für jeden kann variieren, und es ist wichtig, herauszufinden, was für uns individuell am besten funktioniert. Indem wir unseren Morgen priorisieren, können wir unser volles Potenzial entfalten. Absolut, John. Lassen Sie uns weiterhin die Kraft unseres Morgens nutzen und das Beste aus den frühen Morgenstunden machen. Es ist eine Gelegenheit, uns auf einen produktiven und erfüllenden Tag vorzubereiten.
Dem stimme ich voll und ganz zu, Anna. Es geht darum, das Potenzial unseres Morgens zu nutzen und die positiven Auswirkungen zu nutzen, die sie auf unsere Produktivität und unser Wohlbefinden haben können. Lektion 15, ohne das Budget zu sprengen. Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wir unser Zuhause verschönern können, ohne das Budget zu sprengen. Eine Idee ist das Upcycling alter Möbel. Sie können etwas Altes in etwas Neues und Einzigartiges verwandeln. John, das ist eine tolle Idee. Upcycling ist nicht nur kostengünstig, sondern auch umweltfreundlich. Es ist erstaunlich, was ein frischer Anstrich oder einige kreative Veränderungen bewirken können, um alten Möbeln neues Leben einzuhauchen. Absolut, Anna. Und das Beste daran ist, dass Sie es an Ihren Stil und Geschmack anpassen können. Es verleiht Ihrer Inneneinrichtung eine einzigartige Note. Ich stimme vollkommen zu, John. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und Ihrem Zuhause eine persönliche Note zu verleihen. Außerdem ist es eine nachhaltige Wahl, die Abfall reduziert. Das stimmt, Anna. Das ist eine Win-Win-Situation. Wir sparen Geld, reduzieren Abfall und haben die Befriedigung, etwas Schönes und Funktionales zu schaffen. Definitiv, John. Upcycling kann auch ein lustiges gemeinsames Projekt sein. Wir können viel Zeit damit verbringen, unser Zuhause neu zu gestalten. Ich mag den Klang, Anna. Das wird eine großartige Möglichkeit sein, uns zu verbinden und unserer Kreativität freien Lauf zu lassen. Fangen wir an, nach alten Möbelstücken zu suchen, die wir upcyclen können. Klingt nach einem Plan, John. Wir können Second-Hand-Läden besuchen oder auf Online-Plattformen nach gebrauchten Möbeln suchen. Es gibt so viele versteckte Juwelen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Absolut, Anna. Lass uns mit unserem Upcycling-Abenteuer beginnen. Ich freue mich darauf, die Verwandlung unseres Zuhauses mit unserer kreativen Note zu sehen. Ich auch, John. Ich kann es kaum erwarten, die Endergebnisse zu sehen. Unser Zuhause wird unseren einzigartigen Stil widerspiegeln und ein Beweis für unseren Einfallsreichtum sein. Es wird unglaublich, Anna. Unsere Upcycling-Möbel werden für Gesprächsstoff sorgen und wir werden die Genugtuung haben zu wissen, dass wir es selbst gemacht haben. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Machen wir unser Zuhause zu einem Spiegelbild unserer Kreativität und nachhaltigen Entscheidungen. Ich freue mich auf dieses Projekt. Ich auch, Anna. Lass uns anfangen und unsere Vision in die Realität umsetzen. Unsere Upcycling-Möbel werden ein Beweis für unseren Einfallsreichtum und Stil sein. Lektion 16, heute Abend umrühren. Anna, was sollen wir heute Abend zum Abendessen haben? Ich habe Lust auf etwas Schnelles und Leckeres. Wie wäre es mit Pfannenbraten? John, das klingt nach einer großartigen Idee. Pfannengerichte sind nicht nur lecker, sondern auch eine gesunde Option. Hast du Fleisch Ja, bekommen? ich habe ein paar Hähnchenbrust gekauft. Sie wären perfekt für eine Pfanne. Ich kann sie mit etwas Sojasauce und Ingwer marinieren, Das um ihnen klingt zusätzlichen köstlich, Geschmack zu John. verleihen. Das Gemüse bereite ich vor. Wir können eine bunte Mischung aus Paprika, Brokkoli, Karotten Wunderbar, und Zuckererbsen Anna. verwenden. Eine lebendige Gemüsemischung verleiht nicht nur Farbe, sondern liefert auch wichtige Nährstoffe. Ich fange an, das Huhn zu Großartig, kochen, während John. du das Gemüse hackst. Ich achte darauf, dass ich sie in dünne, gleichmäßige Scheiben schneide, um sie gleichmäßig zu garen. Exzellente Wir können Idee, auch ein Anna. paar Knoblauch und Der Knoblauch Chiliflocken verleiht ein hinzufügen, angenehmes um den Aroma Kick und die zu Chiliflocken verbessern. verleihen der Pfanne einen Hauch von Schärfe. Es geht Dem darum, stimme das ich voll richtige und ganz Gleichgewicht zu, der Aromen John. zu finden. Wir können auch eine schnelle Sauce mit Sojasauce, Honig und einem Schuss Reiser-SSIG für einen würzig-süßen Geschmack zubereiten. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke, John.
Sobald das Huhn gekocht ist und das Gemüse zart knusprig ist, können wir alles zusammen in die Perfekt, Sauce Anna. geben und über Ich gedämpftem sorge Reis dafür, servieren. dass das Hühnchen durchgegart und saftig ist. Die Kombination von Aromen und Texturen macht dieses Ich kann es Pfannengericht kaum zu einer erwarten, sättigenden und gesunden nachzuforschen, Mahlzeit. John. Unser hausgemachtes Pfannengericht wird besser sein als jedes Essen zum Mitnehmen. Es Absolut, ist eine Anna. schnelle und leckere Es ist Option eine für einen praktische und anstrengenden geschmackvolle Abend. Mahlzeit, die wir zusammen genießen können. Lass uns mit dem Kochen beginnen und unseren Lektion Heißhunger 17, mit dieser das ist köstlichen eine Pfanne gute stillen. Idee. Anna, ich dachte, wir sollten sicherstellen, dass wir eine gute Auswahl an Obst und Gemüse in unserer Küche haben. Sie sind unverzichtbar für eine gesunde John, Ernährung. das ist eine gute Idee. Obst und Gemüse versorgen uns mit lebenswichtigen Nährstoffen und tragen zu unserem allgemeinen Wohlbefinden bei. Genau, Anna. Wir sollten sie Sie immer zur verleihen Hand unseren haben. Mahlzeiten nicht nur Farbe und Frische, sondern liefern auch eine breite Palette an Vitaminen, Mineralien und Ich stimme Antioxidantien. vollkommen zu, Es John. ist wichtig, sie in Wir unsere sollten eine tägliche Vielzahl Ernährung von Obst und aufzunehmen. Gemüse anstreben, um sicherzustellen, dass wir ein breites Spektrum an Das Nährstoffen stimmt, Anna. erhalten. Grünes Verschiedene Blattgemüse wie Farben Spinat weisen und oft auf Grünkohl sind unterschiedliche beispielsweise reich an Nährstoffprofile hin. Vitamin A, C und K sowie an Eisen und Calcium. Absolut, Und John. farbenfrohe Früchte wie Es ist Orangen auch und eine Beeren gute sind Idee, voller wenn Vitamin C möglich und saisonale Produkte Antioxidantien. zu kaufen. Obst und Gemüse der Saison sind Dem oft stimme ich frischer, voll und ganz zu, schmackhafter Anna. und günstiger. Saisonale Produkte sind nicht nur geschmackvoller, sondern unterstützen auch lokale Landwirte und reduzieren den Ein weiterer Tipp ist, CO2-Fußabdruck, der unsere mit dem Mahlzeiten Transport nach dem verbunden Obst ist. und Gemüse zu planen, das wir haben. Wir können sie in Salate, Smoothies, Das ist ein toller Pfannengerichte oder Vorschlag, sogar Anna. Hauptgerichte auf Indem Gemüsebasis wir Obst und verwenden. Gemüse zum Star unserer Mahlzeiten machen, können wir sicherstellen, dass wir sie regelmäßig Und konsumieren vergessen und wir ihre nicht, wie gesundheitlichen wichtig Vorteile eine genießen. angemessene Lagerung ist. Einige Obst- und Gemüsesorten werden am besten im Kühlschrank aufbewahrt, Absolut, während Anna. andere besser bei Bei Raumtemperatur sachgemäßer Lagerung aufbewahrt können sie werden. nicht verderben und ihre Es hilft, Qualität länger ihre Frische erhalten. zu verlängern. Es ist eine gute Angewohnheit, unsere Produkte Insgesamt, regelmäßig John, zu ist eine überprüfen und gute zu Auswahl an verwenden, Obst bevor und sie schlecht Gemüse in werden. unserer Küche eine einfache, aber wirksame Möglichkeit, unserer Gesundheit und Dem stimme unserem ich voll und Wohlbefinden ganz zu, Priorität Anna. einzuräumen. Lassen Sie uns Machen unsere wir Küche es mit zu einer einer bunten Auswahl an Priorität. Obst und Gemüse bestücken. Es ist ein kleiner Schritt, Lektion der große 18, Auswirkungen auf Qualität der unsere Kleidung. allgemeine Gesundheit haben kann. Anna, ist dir die Qualität der Kleidung heutzutage aufgefallen? Angenommen, es ist nicht mehr so gut wie früher. John, das ist mir auch aufgefallen. Scheint, als ob manche Klamotten nicht mehr so lange halten wie früher. Ja, genau. Ich habe letzten Monat ein Hemd gekauft, und es hat bereits ein Loch. Es ist enttäuschend. Das ist bedauerlich. Ich habe eine ähnliche Erfahrung mit einer Jeans gemacht. Die Nähte lösten sich schon nach wenigen Wäschen. Es ist frustrierend, wenn man Geld für etwas ausgibt und es nicht hält. Ich vermisse die Tage, an denen Kleidung für die Ewigkeit gemacht wurde. Ich stimme voll und ganz zu. Es fühlt sich an, als hätte Fast Fashion die Oberhand gewonnen und die Qualität wurde beeinträchtigt. Absolut. Ich denke, es ist wichtig, Qualität vor Quantität zu stellen, wenn es um Kleidung geht. Auf jeden Fall. Die Investition in gut gefertigte Teile mag im Voraus mehr kosten, aber auf lange Sicht sind sie tendenziell langlebiger. Das ist ein gutes Argument. Ich denke, ich werde bei meinen Kleidungskäufen selektiver vorgehen und mich darauf konzentrieren, qualitativ hochwertigere Das ist Artikel ein zu finden. großartiger Ansatz, John. Das ist besser, einen kleineren Kleiderschrank mit gut gefertigten Klamotten zu haben als einen Dem Schrank stimme voller ich voll billig und ganz gefertigter. zu, Anna. Qualität sollte immer Priorität haben, wenn es um die Kleidung geht, die wir tragen. Lektion 19, Meldung an die Polizei. Anna,
Welche Maßnahmen sollten Sie ergreifen, wenn Sie Zeuge eines Verbrechens werden oder etwas Verdächtiges vermuten? John, es ist wichtig, dass du es sofort der Polizei meldest. Sie sind darauf trainiert, mit solchen Situationen umzugehen. Richtig. Die Meldung bei der Polizei kann dazu beitragen, weitere Verbrechen zu verhindern und die Sicherheit der Gemeinde zu gewährleisten. Absolut. Es ist besser, vorsichtig zu sein und verdächtige Aktivitäten zu melden, als sie zu ignorieren. Ich stimme zu. Es liegt in unserer Verantwortung als Bürger, zur Sicherheit und zum Wohlergehen unserer Gemeinschaft beizutragen. Wenn du etwas siehst, sag etwas. Das ist das Motto, dem wir folgen sollten. Exakt. Und selbst wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich lohnt, etwas zu melden, ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen. Das stimmt. Die Polizei kann die Situation beurteilen und die erforderlichen Maßnahmen festlegen. Und es ist auch wichtig, immer wieder bei der Polizei nachzufragen, ob sie zusätzliche Informationen haben oder ob die Situation eskaliert. Auf jeden Fall. Informiert zu bleiben und mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, kann einen erheblichen Unterschied machen. XXX. Lektion 20. Jetzt ist alles in Ordnung. Anna, ich habe gehört, dass es gestern Probleme in unserer Nachbarschaft gab. Ist jetzt alles in Ordnung? John, ja, es gab einen kleinen Zwischenfall, aber jetzt ist alles in Ordnung. Die Situation wurde gelöst. Es ist eine Erleichterung, das zu hören. Ich hoffe, alle Beteiligten sind sicher und unversehrt. Zum Glück wurde niemand verletzt. Es war eher ein Missverständnis als alles andere. Ich bin froh zu wissen, dass es nichts Ernstes war. Es ist immer wichtig, der Sicherheit unserer Gemeinschaft Priorität einzuräumen. Absolut. Wir sollten uns stets bemühen, ein Gefühl der Sicherheit und Harmonie in unserer Nachbarschaft aufrechtzuerhalten. Einverstanden. Es ist beruhigend zu wissen, dass unsere Community widerstandsfähig ist und mit solchen Situationen effektiv umgehen kann. Der Vorfall erinnerte uns daran, wachsam zu bleiben und aufeinander aufzupassen. Auf jeden Fall. Wir müssen weiterhin proaktiv daran arbeiten, ein sicheres und friedliches Umfeld für alle aufrechtzuerhalten. Lektion 21. Stillvoll und praktisch. Anna, ich muss sagen, das ist eine hervorragende Auswahl an Rucksäcken, die du da hast. Es sieht sowohl stillvoll als auch praktisch aus. Danke, John. Ich habe einige Zeit damit verbracht, nach einem Rucksack zu suchen, der sowohl meinen modischen Vorlieben als auch meinen funktionalen Nun, Bedürfnissen Sie haben entspricht. sicherlich die perfekte Balance gefunden. Es ergänzt Ihr Outfit und bietet gleichzeitig viel Stauraum. Das weiß ich zu schätzen. Für mich war es wichtig, einen Rucksack zu finden, in dem meine täglichen Utensilien Platz finden, ohne Abstriche beim Und Stil genau zu das machen. haben Sie erreicht. Es ist erfrischend, eine Tasche zu sehen, die Ästhetik mit Praktikabilität verbindet. Ja, Funktionalität sollte nicht der Mode zuliebe geopfert werden. Es ist möglich, beides zu haben. Absolut. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, die unseren persönlichen Stil- und Lebensstilanforderungen entsprechen. Genau das ist es. Es geht darum, Dinge zu finden, die unser Gesamterlebnis verbessern und unser Leben erleichtern. XXX. Lektion 22.
preisgünstige Unterkünfte. Anna, ich plane eine Reise und habe mir die Hotelpreise angesehen. Pro Nacht möchte ich sicher gehen, dass es in mein Budget passt. Was ist der John, der Durchschnittspreis? Durchschnittspreis für ein Hotelzimmer pro Nacht in dieser Gegend liegt innerhalb Ihres Budgets. Sie sollten in der Lage sein, eine Das passende ist gut zu Unterkunft wissen. zu finden. Ich möchte nicht zu viel für Unterkünfte ausgeben und während meiner Reise weniger für andere Ausgaben ausgeben müssen. Das verstehe ich vollkommen. Es ist wichtig, ein Budget festzulegen und sich daran zu halten, um eine finanziell überschaubare Reise zu gewährleisten. Absolut. Ich möchte das Beste aus meiner Reise machen, ohne meine Finanzen zu belasten. Kluge Entscheidung. Wenn Sie erschwingliche Unterkünfte finden, haben Sie mehr Flexibilität, um andere Aktivitäten zu erkunden und zu Das ist genießen. genau mein Ziel. Ich möchte ein unvergessliches Erlebnis haben, ohne das Budget zu sprengen. Mit etwas sorgfältiger Recherche und Planung bin ich mir sicher, dass Sie ein großartiges Hotel finden werden, das sowohl Ihrem Budget als auch Ihren Komfortbedürfnissen Danke, Anna. entspricht. Ich werde meine Sorgfalt walten lassen und den besten Gegenwert für mein Geld finden. Gern geschehen, John. Ich wünsche dir eine fantastische Reise innerhalb deines Budgets. Genieße deine Reisen. XXX. Lektion 23: Experimente und Empfehlungen. Anna, ich stimme zu, dass unsere Werbekampagne gut aufgenommen wurde. John, das freut mich zu hören. Das positive Feedback ist ermutigend. Unsere Bemühungen haben sich gelohnt, und es ist befriedigend zu wissen, dass die Leute positiv reagiert haben. Absolut, es ist immer bereichernd zu sehen, dass unsere harte Arbeit gewürdigt wird. Wir sollten weiter auf diesem Erfolg aufbauen und neue Wege zur Förderung erkunden. Ich stimme zu. Wir sollten erwägen, einige Experimente durchzuführen, um zu sehen, was bei unserer Zielgruppe ankommt. Das ist eine tolle Idee. Durch Experimentieren können wir wertvolle Erkenntnisse gewinnen und unsere Strategien entsprechend anpassen. Exakt. Ein Experiment, das ich empfehle, ist das Öl- und Wasserexperiment. Es ist einfach und doch fesselnd. Dieses Experiment klingt faszinierend. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Bestimmt. Beim Öl- und Wasserexperiment werden Öl und Wasser in einem Behälter gemischt und deren Trennung beobachtet. Das klingt faszinierend. Es ist eine visuelle Demonstration der unterschiedlichen Eigenschaften von Öl und Wasser. Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, unser Publikum einzubeziehen und es über das Konzept der Unmischbarkeit aufzuklären. Ich glaube, unsere Kunden würden es interessant finden. Lassen Sie uns das in unsere bevorstehenden Aktivitäten einbeziehen. Einverstanden. Wir können ein Videotutorial oder eine Live-Demonstration erstellen, um sie auf unseren Social-Media-Plattformen zu teilen. Exzellenter Vorschlag. Es wird uns helfen, ein breiteres Publikum zu erreichen und mehr Interesse an unserer Marke zu wecken. Ich freue mich, dass du das denkst. Ich notiere es mir und fange an, die notwendigen Ressourcen für das Experiment zu planen. Das ist eine tolle Idee. Ich bin sicher, jeder würde es lieben. Ich werde es auch aufschreiben und mit dem Team teilen. Perfekt. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um dieses Experiment zum Erfolg zu führen und unsere Kunden weiterhin zu binden. Absolut.
Unser Engagement für Innovation und ansprechende Inhalte wird uns auf dem Markt von anderen abheben. Dem stimme ich voll und ganz zu. Lassen Sie uns weiterhin die Grenzen überschreiten und außergewöhnliche Erlebnisse bieten. Gut gesagt, Anna. Unser Engagement und unsere Kreativität werden uns zu noch größeren Erfolgen führen. Lektion 24. Gute Frühstücksoptionen. Anna, nett. Frühstückst du zu Hause oder unterwegs? John, ich frühstücke normalerweise zu Hause. So kann ich meinen Tag entspannt beginnen. Das ist ein guter Ansatz. Was für ein Frühstück isst du normalerweise? Ich esse gerne eine ausgewogene Mahlzeit, die aus Vollkornprodukten, Obst und einer Proteinquelle besteht. Das klingt nahrhaft. Es ist wichtig, dass wir unseren Körper morgens mit den richtigen Nährstoffen versorgen. Absolut. Ein gesundes Frühstück spendet Energie und gibt den Ton für den Rest des Tages an. Ich stimme zu. Es ist eine großartige Möglichkeit, unseren Stoffwechsel anzukurbeln und eine optimale Produktivität aufrechtzuerhalten. Frühstückst du auch zu Hause, John? Nun, um ehrlich zu sein, frühstücke ich oft unterwegs. Ich habe morgens einen vollen Terminkalender. Ich verstehe. Viele Menschen führen ein schnelllebiges Leben und finden es schwierig, sich Zeit für das Frühstück zu Hause zu nehmen. Ja, das stimmt. Ich versuche, bequeme Optionen wie Proteinriegel oder Joghurtbecher zu wählen, die ich mitnehmen kann. Das sind gute Entscheidungen. Es ist wichtig, Bequemlichkeit zu priorisieren, ohne Kompromisse bei der Ernährung einzugehen. Absolut. Ich achte darauf, die Etiketten zu lesen und Produkte mit minimalen Zusatzstoffen und Zuckerzusatz auszuwählen. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, auf die Inhaltsstoffe zu achten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Danke, Anna. Ich glaube, bewusste Entscheidungen über unser Frühstück geben einen positiven Ton für den Tag. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Unseren Tag mit einem nahrhaften Frühstück zu beginnen, trägt zu unserem allgemeinen Wohlbefinden bei. Lektion 25. Einander helfen. Anna, klar, ich helfe gerne. Wonach suchst du? John, ich suche nach Empfehlungen für Bücher über persönliche Entwicklung und Selbstverbesserung. Das ist ein großartiges Thema, das es zu erkunden gilt. Ich kann einige Bücher vorschlagen, die in diesem Genre hoch angesehen wurden. Das würde ich schätzen, John. Ich bin immer bestrebt, mein Wissen zu erweitern und persönlich zu wachsen. Ein Buch, das ich empfehle, ist The 7 Habits of Highly Effective People von Stephen R. Covey. Ich habe von dem Buch gehört. Es gilt als Klassiker im Bereich der persönlichen Entwicklung, nicht wahr? Ja, in der Tat. Covey präsentiert leistungsstarke Prinzipien, die Einzelpersonen helfen können, proaktiver und produktiver zu werden. Das klingt faszinierend. Ich füge es meiner Leseliste hinzu. Haben Sie weitere Empfehlungen? Ein weiteres Buch, das es wert ist, erkundet zu werden, ist Atomic Habits von James Clear. Es konzentriert sich auf die Macht kleiner Gewohnheiten und deren Auswirkungen auf unser Leben. Ah, ich bin schon einmal auf diesen Titel gestoßen. Es scheint praktische Strategien zum Aufbau positiver Gewohnheiten zu bieten. Absolut. Clear bietet umsetzbare Ratschläge, wie Sie kleine Änderungen vornehmen können, die zu einem erheblichen persönlichen Wachstum führen können. Das ist genau das, wonach ich suche. Danke für die Empfehlung, John. Hast du noch mehr?
Ja, ein weiteres Buch, das ich vorschlage, ist Mindset, The New Psychology of Success von Carol S. Dweck. Es untersucht das Konzept einer Wachstumsmentalität im Vergleich zu einer festen Denkweise. Ah, ich habe von der Bedeutung der Denkweise für den Erfolg gehört. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall auch ansehen. Großartig! Freut mich, dass ich helfen konnte. Diese Bücher bieten wertvolle Einblicke und Strategien für die persönliche Entwicklung. Danke, John. Ich freue mich über Ihre Empfehlungen. Ich freue mich darauf, das Gelernte zu lesen und anzuwenden. Gern geschehen, Anna. Ich bin sicher, Sie werden sie nützlich finden. Denken Sie daran, persönliches Wachstum ist eine lebenslange Reise. Absolut, John. Kontinuierliches Lernen und Selbstverbesserung sind der Schlüssel, um unser volles Potenzial auszuschöpfen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Lassen Sie uns weiterhin gegenseitig bei unserem persönlichen und beruflichen Wachstum unterstützen. Da stimme ich dir zu, John. Zusammen können wir Großes erreichen und dabei andere inspirieren. Lektion 26: Flughafenunterstützung. Anna, entschuldige mich. Wo finde ich eine Apotheke am Flughafen? John, du findest eine Apotheke in der Nähe des Haupteingangs des Flughafens. Es befindet sich im Erdgeschoss, auf der linken Seite. Danke, Anna. Ich brauche vor meinem Flug ein paar Medikamente. Ist es leicht zu erkennen? Ja, John. Die Apotheke hat ein markantes Schild und ist gut sichtbar. Sie werden keine Probleme haben, es zu finden. Das ist eine Erleichterung. Ich habe später einen Zwischenstopp und möchte sicher gehen, dass ich alles habe, was ich brauche. Ich verstehe. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein, besonders auf Reisen. Kann ich dir noch mit etwas anderem weiterhelfen? Eigentlich ja. Ich muss auch ein Telefonladegerät kaufen. Wissen Sie, ob es in der Nähe ein Elektronikgeschäft gibt? Absolut, John. Im zweiten Stock, in der Nähe des Food Courts, gibt es ein Elektronikgeschäft. Sie haben eine große Auswahl an Telefonzubehör, einschließlich Ladegeräten. Das ist großartig. Ich gehe dorthin, nachdem ich die Apotheke besucht habe. Danke für deine Hilfe, Anna. Gern geschehen, John. Gute Reise und lass es mich wissen, wenn du es brauchst. Lektion 27: Die Gegend erkunden. Anna, ist dir aufgefallen, dass das Museum nur 10 Gehminuten von unserem Hotel entfernt ist? Ja, John, das habe ich auf der Karte gesehen. Das ist ziemlich praktisch für uns. Ich denke, es wäre eine großartige Gelegenheit, das Museum zu besuchen und etwas Kunst und Geschichte zu erkunden. Das klingt nach einer wunderbaren Idee, John. Wir können in die lokale Kultur eintauchen. Absolut, Anna. Und wenn wir Lust auf Outdoor-Aktivitäten haben, ist der Park auch in der Nähe. Stimmt, John. Ich habe gehört, der Park ist wunderschön. Wie weit ist es von hier? Es ist eine kurze Busfahrt entfernt, Anna. Wir können leicht einen Bus nehmen und einen erholsamen Tag in der Natur genießen. Das ist perfekt. Wir können ein Picknick machen oder einen gemütlichen Spaziergang im Park machen. Genau, Anna. Es wird eine erfrischende Abwechslung vom Trubel der Stadt sein. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Ich freue mich darauf, sowohl das Museum als auch den Park zu erkunden.
Ich auch, Anna. Machen wir das Beste aus unserer Zeit hier und schaffen wir wundervolle Erinnerungen. Lektion 28: Unternehmenskultur. Anna, ich wollte etwas mit dir teilen. Während des Interviews haben sie mich nach meiner Arbeit gefragt. Das ist großartig, John. Das zeigt, dass Sie an Ihrer Berufserfahrung interessiert sind. Ja, das war ein positives Zeichen. Ich habe die Gelegenheit genutzt, auch über die Unternehmenskultur zu sprechen. Das ist immer wichtig, John. Eine gute Unternehmenskultur kann zu Arbeitszufriedenheit und Produktivität beitragen. Absolut, Anna. Ich habe den kollaborativen Charakter des Arbeitsplatzes und die Betonung des persönlichen Wachstums hervorgehoben. Das klingt beeindruckend, John. Es ist wichtig, in einem Umfeld zu arbeiten, das seine Mitarbeiter wertschätzt. Ich stimme vollkommen zu, Anna. Es fördert das Zugehörigkeitsgefühl und motiviert den Einzelnen, sein Bestes zu geben. Es lohnt sich auch, alle einzigartigen Vergünstigungen oder Vorteile zu erwähnen, die das Unternehmen bietet. Du hast recht, Anna. Ich habe darauf geachtet, die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und die flexiblen Arbeitsregelungen zu erwähnen. Das ist großartig, John. Das zeigt, dass Sie ein umfassendes Verständnis des Unternehmens und seiner Werte haben. Danke, Anna. Ich hoffe, meine Antworten haben einen positiven Eindruck hinterlassen und meine Begeisterung für die Rolle unter Beweis gestellt. Lektion 29: Politiker zur Rechenschaft ziehen. Anna, Machtpositionen sind mit großer Verantwortung verbunden. Es ist wichtig, dass wir als Bürger sie zur Rechenschaft ziehen. Absolut, John. Wenn Politiker rechenschaftspflichtig sind, hilft das, Transparenz und Fairness in der Regierungsführung zu gewährleisten. Dem stimme ich voll und ganz zu, Anna. Wir müssen uns aktiv am demokratischen Prozess beteiligen und unsere Bedenken äußern. Das stimmt, John. Indem wir auf dem Laufenden bleiben und einen konstruktiven Dialog führen, können wir etwas bewirken. Es ist wichtig, Ihre Entscheidungen und Handlungen zu hinterfragen, wenn nötig, Anna. So können wir Rechenschaftspflicht fördern. Ich stimme zu, John. Es ist unsere Pflicht, von unseren gewählten Vertretern Transparenz und ethisches Verhalten zu fordern. Und vergessen wir nicht die Macht unserer Stimme, Anna. Wir können Führungskräfte wählen, denen Rechenschaftspflicht Priorität eingeräumt wird. Absolut, John. Unsere Stimmen können die Zukunft gestalten und Politiker für ihre Versprechen zur Rechenschaft ziehen. Lektion 30: Einkaufen. Anna, wir müssen vielleicht frischen Spinat und Tomaten aus dem Supermarkt holen. Das ist eine gute Idee, John. Wir können sie verwenden, um einen gesunden Salat zum Abendessen zuzubereiten. Das denke ich auch, Anna. Sorgen wir dafür, dass wir Bioprodukte von bester Qualität beziehen. Einverstanden, John. Biogemüse ist in der Regel frei von Pestiziden und hat einen höheren Nährstoffgehalt. Wir können auch einige andere Zutaten als Ergänzung zum Salat verwenden, wie Feta-Käse und Balsamico-Dressing. Das klingt köstlich, John. Ich freue mich auf eine erfrischende und nahrhafte Mahlzeit. Vergiss nicht zu überprüfen, ob wir genug Olivenöl und Essig zu Hause haben, Anna. Guter Punkt, John. Es ist immer gut, diese Grundnahrungsmittel in unserer Speisekammer zu haben. Lektion 31: Die Apotheke besuchen. Anna,
ich muss in die Apotheke, um Medikamente abzuholen. Kennst du irgendwelche zuverlässigen in der Nähe? John, nur ein paar Blocks von hier entfernt gibt es eine seriöse Apotheke. Sie haben eine große Auswahl an Medikamenten und sachkundiges Personal, das Ihnen helfen kann. Das ist toll zu hören, Anna. Es ist wichtig, eine zuverlässige Apotheke zu haben, die hochwertige Produkte anbietet und professionelle Beratung bietet. Absolut, John. Entscheiden Sie sich für eine Apotheke, der Sie vertrauen, vor allem, wenn es um Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden geht. Ich stimme vollkommen zu, Anna. Übrigens, wissen Sie, ob Sie einen Apotheker haben, der mir alle Fragen zu meinen Medikamenten beantwortet? Ja, John. In der Apotheke, die ich erwähnt habe, gibt es einen engagierten Apotheker, der Ihnen wertvolle Informationen geben und Ihre Bedenken ausräumen kann. Das ist beruhigend, Anna. Es ist immer von Vorteil, einen sachkundigen Arzt zur Verfügung zu haben, der uns durch unser Medikationsschema führt. Definitiv, John. Apotheker spielen eine entscheidende Rolle bei der sicheren und effektiven Anwendung von Medikamenten. Sie können wertvolle Einblicke und Ratschläge geben. Das ist gut zu wissen, Anna. Ich freue mich über Ihre Empfehlung. Ich werde auf jeden Fall diese Apotheke besuchen und mich mit Ihrem Apotheker beraten. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, Ihr Rezept oder alle relevanten medizinischen Informationen mitzubringen, wenn Sie die Apotheke besuchen. Absolut, Anna. Es ist wichtig, dass ich alle notwendigen Unterlagen habe, um sicherzustellen, dass ich die richtigen Medikamente und die richtige Dosierung erhalte. Das stimmt, John. Indem Sie dem Apotheker genaue Informationen zur Verfügung stellen, können Sie eine persönliche Betreuung erhalten und potenzielle Risiken oder Wechselwirkungen vermeiden. Ich verstehe, Anna. Es ist wichtig, unserer Gesundheit Priorität einzuräumen und fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn es um Medikamente geht. Eine zuverlässige Apotheke ist in dieser Hinsicht eine wertvolle Ressource. Definitiv, John. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen. Ich bin hier, um zu helfen. Danke, Anna. Ich weiß deine Unterstützung zu schätzen. Ich werde Sie über meinen Besuch in der Apotheke und die Ratschläge, die ich vom Apotheker erhalte, auf dem Laufenden halten. Gern geschehen, John. Ich freue mich darauf, von Ihren Erfahrungen zu hören. Pass auf dich auf und sei gesund. Das werde ich, Anna. Danke nochmal. Ich werde meiner Gesundheit Priorität einräumen und die Dienstleistungen der Apotheke optimal nutzen. Lektion 32 Nichtraucherrichtlinie. Anna, ich wollte dich wissen lassen, dass wir im gesamten Hotel ein Rauchverbot haben. Keine Sorge da. John, das ist toll zu hören. Es ist immer erfrischend, in einer rauchfreien Umgebung zu bleiben. Ich schätze Ihr Engagement für eine gesunde Atmosphäre. Absolut, Anna. Wir wissen, wie wichtig es ist, unseren Gästen eine saubere und komfortable Umgebung zu bieten. Rauchen kann für viele Menschen lästig sein, deshalb wollten wir sicherstellen, dass alle ein angenehmes Erlebnis haben. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Es ist rücksichtsvoll, auf die Bedürfnisse und Vorlieben aller Gäste einzugehen. Wird das Rauchverbot strikt eingehalten? Ja, Anna. Wir haben ausgewiesene Raucherbereiche außerhalb des Hotels für Gäste, die rauchen. Auf diese Weise können wir ihren Bedürfnissen gerecht werden und gleichzeitig eine Nichtraucherumgebung im Inneren aufrechterhalten. Das ist ein kluger Ansatz, John.
Das ermöglicht Rauchern einen ausgewiesenen Raum, ohne den Komfort von Nichtrauchergästen zu beeinträchtigen. Ich schätze die Nachdenklichkeit, die dahinter steckt. Danke, Anna. Wir glauben daran, allen unseren Gästen ein positives Erlebnis zu bieten, egal ob sie rauchen oder nicht. Indem wir ausgewiesene Raucherbereiche anbieten, können wir ein Gleichgewicht finden, das die Zufriedenheit aller gewährleistet. Das ist wunderbar zu hören, John. Das zeigt, dass Sie das Wohlbefinden und den Komfort Ihrer Gäste in den Vordergrund stellen. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen Ihre Nichtraucherpolitik zu schätzen wissen Danke für werden. deine freundlichen Worte, Anna. Wir bemühen uns, unseren Gästen das bestmögliche Erlebnis zu bieten, und eine Nichtraucherpolitik ist nur ein Aspekt dieser Verpflichtung. Das freut mich zu hören, John. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich einen rauchfreien Aufenthalt genießen kann, wenn ich Ihr Hotel besuche. Ich bin mir sicher, dass es anderen genauso geht. Wir freuen uns, Sie und andere Gäste in unserem Hotel Anna begrüßen zu dürfen. Die Bereitstellung einer angenehmen und komfortablen Umgebung hat für uns oberste Priorität, und wir freuen uns, dass wir eine Nichtraucherrichtlinie eingeführt haben, um dies zu erreichen. Danke, John. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, Ihren Gästen ein positives Erlebnis zu bieten. Es ist gut zu wissen, dass ich meinen Aufenthalt genießen kann, ohne mir Sorgen um das Rauchen machen zu müssen. Lektion 33: Teile deine Erfahrungen. Anna, ich habe kürzlich ein neues Restaurant in der Stadt ausprobiert und hatte eine fantastische Erfahrung. Das Essen war köstlich und der Service war einwandfrei. John, das klingt wunderbar. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Restaurants. Kannst du mir mehr über das Restaurant erzählen? Natürlich, Anna. Das Restaurant ist auf mediterrane Küche spezialisiert. Sie bieten eine große Auswahl an Gerichten, die von den Aromen Griechenlands, Italiens und Spaniens inspiriert sind. Oh, wirklich? Ich liebe mediterranes Essen. Welche Gerichte hast du probiert? Ich hatte ihr charakteristisches Gericht, eine gegrillte Meeresfrüchteplatte mit frischem Fisch, Garnelen und Tintenfisch. Es wurde perfekt zubereitet und mit Kräutern und Gewürzen gewürzt, die die Aromen wunderbar zur Geltung brachten. Das klingt absolut köstlich, John. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Hatten Sie auch vegetarische Optionen? Ja, Anna. Sie hatten einen separaten Bereich auf der Speisekarte, der vegetarischen Gerichten gewidmet war. Ich habe ihr Auberginen Moussaka probiert und es war unglaublich. Die Kombination aus gerösteten Auberginen, Tomaten und geschmolzenem Käse war einfach herrlich. Das ist toll zu hören, John. Es ist immer schön, wenn Restaurants auf unterschiedliche Ernährungspräferenzen eingehen. Hast du zufällig irgendwelche Desserts probiert? Ja, ich konnte nicht widerstehen, ihr Baklava zu probieren, ein traditionelles griechisches Gebäck. Es war süß, flockig und voller Nüsse und Honig. Es war der perfekte Abschluss eines fantastischen Essens. Oh, ich liebe Baklava. Es ist eines meiner Lieblingsdesserts. Ich freue mich, dass du die Gelegenheit hattest, es zu genießen. Aufgrund ihrer Erfahrung muss ich dieses Restaurant auf jeden Fall bald besuchen. Ich kann es nur empfehlen, Anna. Die Kombination aus köstlichem Essen, aufmerksamem Service und einer gemütlichen Atmosphäre machte es für mich zu einem unvergesslichen kulinarischen Erlebnis. Ich bin mir sicher, dass es dir auch gefallen wird. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast, John. Es ist immer hilfreich, persönliche Empfehlungen zu hören. Ich werde auf jeden Fall das Restaurant besuchen und die köstlichen Gerichte probieren, die Sie erwähnt haben. Gern geschehen, Anna. Ich helfe gerne weiter. Ich hoffe, Sie haben dort auch ein fantastisches kulinarisches Erlebnis. Genießen Sie Ihr Essen. Das werde ich, John. Nochmals vielen Dank für das Teilen.
Ich freue mich darauf, das Restaurant auszuprobieren und die Aromen des Mittelmeers zu genießen. Lektion XXX. 34: Ernährungsumstellung. Anna, also habe ich in letzter Zeit versucht, einige Änderungen an meiner Ernährung vorzunehmen. John, das ist großartig. Was hat Sie zu diesen Änderungen motiviert? Nun, ich fühle mich in letzter Zeit träge und habe wenig Energie, also dachte ich, dass eine Verbesserung meiner Ernährung helfen könnte. Das ist eine kluge Entscheidung, John. Was für Änderungen hast du vorgenommen? Ich habe angefangen, mehr Obst und Gemüse in meine Mahlzeiten zu integrieren. Anstatt Chips zu naschen, greife ich jetzt zu frischen Beeren oder Karottenstäbchen. Das ist eine fantastische Möglichkeit, die Aufnahme von Vitaminen und Mineralien zu erhöhen. Haben Sie einen Unterschied darin bemerkt, wie Sie sich fühlen? Überraschenderweise ja. Ich fühle mich den ganzen Tag über voller Energie und auch meine Verdauung hat sich verbessert. Das ist wunderbar zu hören, John. Es ist erstaunlich, wie kleine Veränderungen in unserer Ernährung einen so großen Einfluss auf unser allgemeines Wohlbefinden haben können. Absolut, Anna. Ich versuche auch, meinen Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln zu reduzieren und mehr Mahlzeiten zu Hause mit ganzen Zutaten zu kochen. Das Kochen Ihrer Mahlzeiten zu Hause ist eine großartige Möglichkeit, die Kontrolle darüber zu haben, was in Ihrem Essen enthalten ist. Hast du neue gesunde Rezepte entdeckt? Ja, ich habe mit verschiedenen Salatkombinationen und hausgemachten Smoothies experimentiert. Es hat Spaß gemacht, neue Geschmacksrichtungen und Zutaten zu entdecken. Das klingt köstlich, John. Es ist immer aufregend, neue Rezepte auszuprobieren und gesündere Alternativen zu unseren Lieblingsgerichten zu entdecken. Das ist es definitiv, Anna. Ich habe auch auf meine Portionsgrößen geachtet und versucht, achtsamer zu essen und jeden Bissen zu genießen. Achtsames Essen ist eine hervorragende Praxis, John. Es hilft uns, unser Essen wertzuschätzen und verhindert übermäßiges Essen. Fanden Sie es hilfreich? Absolut, Anna. Dadurch bin ich mir der Hunger- und Sättigungsgefühle meines Körpers bewusster geworden, und ich genieße meine Mahlzeiten mehr denn je. Das ist fantastisch, John. Machen Sie weiter so und ich bin sicher, Sie werden auch weiterhin die Vorteile Ihrer Ernährungsumstellung spüren. Danke für die Ermutigung, Anna. Es war bisher eine positive Reise, und ich freue mich darauf zu sehen, wie sich meine Gesundheit dadurch weiter verbessert. Lektion 35: Die richtigen Worte finden. Anna, was ist, wenn ich in bestimmten Situationen nicht weiß, was ich sagen soll? John, es ist ganz natürlich, dass man sich manchmal unsicher fühlt. Der Schlüssel ist, aktiv zuzuhören und empathisch zu reagieren. Das ergibt Sinn, Anna. Aber was ist, wenn ich Angst habe, das Falsche zu sagen und ungewollt die Gefühle von jemandem zu verletzen? Es ist wichtig, Gespräche mit Freundlichkeit und Respekt anzugehen, John. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie jederzeit klärende Fragen stellen, um die Perspektive der anderen Person besser zu verstehen. Ich verstehe. Kann es mir also helfen, effektiver zu reagieren, wenn ich mir die Zeit nehme, den Standpunkt der anderen Person zu verstehen? Absolut, John. Empathie und aktives Zuhören sind starke Kommunikationsmittel. Sie ermöglichen es Ihnen, mit anderen in Kontakt zu treten und auf eine Weise zu reagieren, die zeigt, dass Sie sich darum kümmern. Das ist beruhigend, Anna. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass ich nicht in der Lage sein werde, die richtigen Worte zu finden, und das hält mich davon ab, mich auszudrücken. Denke daran, John, Kommunikation ist eine Fähigkeit, die im Laufe der Zeit entwickelt werden kann. Es ist okay, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Das Wichtigste ist,
es weiter zu versuchen. Du hast recht, Anna. Es geht nur ums Üben und darum, offen für Neues zu sein. Ich werde daran arbeiten, mich selbstbewusster auszudrücken. Das ist eine großartige Denkweise, John. Vertraue dir selbst und vertraue darauf, dass deine Absichten gut sind. Mit der Zeit und Übung werden sie sich wohler fühlen, die richtigen Worte zu finden. Danke für die Ermutigung, Anna. Danke für Ihren Rat und werde weiter daran arbeiten, meine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Gern geschehen, John. Denk dran, jeder hat Momente der Unsicherheit, aber mit Geduld und Übung wirst du mehr Selbstvertrauen gewinnen. Sei einfach du selbst und sprich aus dem Herzen. Das werde ich, Anna. Danke für deine Unterstützung. Ich bin optimistischer, wenn es darum geht, mich in zukünftigen Gesprächen auszudrücken. Lektion 36: Köstliche Küche. Anna, hast du in letzter Zeit etwas Leckeres probiert? John, ich hatte letzte Woche das beste thailändische Essen. Die Aromen waren unglaublich. Oh, wirklich? Ich habe noch nie thailändische Küche probiert. Welche Art von Geschirr hattest du? Ich hatte Pad Thai, Green Curry und Mango Sticky Risse zum Nachtisch. Die Kombination aus süßen, würzigen Aromen war herrlich. Das klingt köstlich. Ich sollte auf jeden Fall thailändisches Essen probieren. Hast du irgendwelche Empfehlungen für einen Anfänger wie mich? Sicher. Wenn Sie ein Fan von Nudeln sind, ist Pad Thai eine gute Wahl. Es ist ein gebratenes Nudelgericht mit ausgewogenen Aromen. Grünes Curry ist ebenfalls beliebt, aber es kann ziemlich scharf sein, also bereiten Sie sich darauf vor. Das behalte ich im Hinterkopf. Ich mag scharfes Essen, also könnte Green Curry eine gute Option für mich sein. Gibt es vegetarische oder vegane Optionen in der thailändischen Küche? Unbedingt. Die thailändische Küche bietet eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten. Sie können Gerichte wie Tom Yum Soup, Som Tom, Papayasalat oder Gemüsepfanne mit Basilikum probieren. Es ist fantastisch, das zu hören. Ich bevorzuge pflanzliche Optionen, daher bin ich froh, dass es eine Auswahl gibt. Ich freue mich schon darauf, die thailändische Küche zu probieren. Ich bin sicher, es wird dir gefallen, John. Thailändisches Essen ist bekannt für seine kräftigen Aromen und frischen Zutaten. Lass mich wissen, wie dein kulinarisches Abenteuer verläuft. Das werde ich auf jeden Fall, Anna. Danke, dass du mir die thailändische Küche vorgestellt hast. Ich werde sicherstellen, dass ich bald einige thailändische Restaurants in meiner Nähe erkunde. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich meine Liebe zum thailändischen Essen mit dir teilen konnte. Ich hoffe, Sie haben ein wunderbares kulinarisches Erlebnis. Ich bin mir sicher, dass ich das werde, Anna. Ich kann es kaum erwarten, diese köstlichen Aromen zu genießen. Lektion 37: Der Maple Trail. Anna, ich habe gehört, dass du ein Trailabenteuer planst. Das klingt toll. An welchen Trail hast du gedacht? John, ich habe über den Maple Trail nachgedacht. Ich habe gehört, dass es atemberaubende Ausblicke bietet und die Möglichkeit, die Schönheit des Herbstlaubs zu erleben. Das ist wunderbar. Ich habe gehört, dass der Maple Trail zu dieser Jahreszeit leuchtende Farben hat. Es wäre eine großartige Gelegenheit, in die Natur einzutauchen. Absolut, John. Die wechselnden Blätter schaffen eine malerische Kulisse. Es ist eine perfekte Möglichkeit, die Natur zu genießen und die Schönheit der Jahreszeit zu genießen. Dem stimme ich voll und ganz zu, Anna.
Das Erkunden von Naturpfaden ist eine fantastische Möglichkeit, sich zu entspannen und mit der Umwelt in Kontakt zu treten. Ich freue mich auf die Erfahrung. Es wird eine erfrischende Pause von der Hektik des Alltags sein. Die Natur hat die Möglichkeit, unseren Geist zu verjüngen und ein Gefühl der Ruhe zu vermitteln. Du hast absolut recht, Anna. Zeit in der Natur zu verbringen hat eine beruhigende Wirkung auf den Geist und ermöglicht es uns, die Wunder um uns herum zu schätzen. Ich kann es kaum erwarten, mich auf dieses Abenteuer einzulassen. Es wird eine unvergessliche Reise, John. Ich freue mich darauf, die Schönheit des Maple Trail zu erleben und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ich bin dabei, Anna. Ich bereite mich auf den Trail vor und packe alles ein, was wir für ein angenehmes Erlebnis brauchen. Das klingt perfekt, John. Wir können auch eine Kamera mitbringen, um die atemberaubende Aussicht auf dem Weg einzufangen. Es wird eine großartige Gelegenheit sein, unser Abenteuer zu dokumentieren. Absolut, Anna. Ich nehme auf jeden Fall meine Kamera mit und halte die Essenz des Trails fest. Wir können unsere Erfahrungen teilen und andere dazu inspirieren, die Wunder der Natur zu erkunden. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Unser Abenteuer wird eine Gelegenheit sein, die Umwelt zu schätzen und andere zu ermutigen, ihre eigenen Erkundungen zu unternehmen. Ich freue mich sehr auf unseren Strandurlaub, Anna. Es wird eine Gelegenheit sein, sich zu entspannen, die Sonne zu genießen und das Rauschen der Wellen zu genießen. Ich auch, John. Ich kann es kaum erwarten, den warmen Sand unter meinen Füßen zu spüren und ein Bad im Meer zu nehmen. Es ist der perfekte Weg, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Es klingt absolut herrlich, Anna. Ich freue mich darauf, meine Strandabenteuer mit Ihnen zu teilen und gemeinsam wundervolle Erinnerungen zu schaffen. Ebenso, John. Ich freue mich darauf, von Ihren Erfahrungen zu hören und von meinen eigenen Strandabenteuern zu berichten. Es wird ein fantastischer Austausch von Geschichten und eine Gelegenheit sein, voneinander zu lernen. Dem stimme ich voll und ganz zu, Anna. Machen wir das Beste aus unserem Strandurlaub und schaffen wir eine Fundgrube unvergesslicher Momente. Lektion 38: Pläne für Themenparks. Anna, ich hatte letztes Mal so viel Spaß im Themenpark. Wir sollten bald eine weitere Reise planen. John, ich stimme vollkommen zu. Der Themenpark war ein Knaller. Wir sollten auf jeden Fall wieder hingehen und mehr tolle Erinnerungen sammeln. Ich freue mich, dass du an Bord bist, Anna. Ich finde, es ist eine großartige Idee, einen weiteren abenteuerlichen Tag im Park zu verbringen. Es gibt so viel zu entdecken und zu genießen. Absolut, John. Der Themenpark bietet eine Vielzahl von Fahrgeschäften, Shows und Attraktionen. Es ist ein aufregender Ort, um spannende Abenteuer zu erleben. Dem stimme ich voll und ganz zu, Anna. Wir sollten eine Liste aller Fahrgeschäfte und Attraktionen erstellen, die wir ausprobieren wollen. Auf diese Weise können wir das Beste aus unserer Zeit dort machen. Das ist ein toller Vorschlag, John. Wir können auf der Website des Parks nachschauen, welche neuen Attraktionen es gibt, und unseren Tag entsprechend planen. So wird sichergestellt, dass wir nichts verpassen. Exzellente Idee, Anna. Wir sollten auch überprüfen, ob an dem Tag, an dem wir uns besuchen wollen, besondere Veranstaltungen oder Shows stattfinden. Es wäre toll, einen davon zu sehen. Definitiv, John. Das würde unserem Tag ein zusätzliches Unterhaltungselement verleihen. Wir können unsere Fahrten nach den Showzeiten planen, um das Beste aus unserem Besuch herauszuholen. Absolut, Anna. Es geht darum, unseren Genuss zu maximieren und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Ich freue mich darauf, den Nervenkitzel der Fahrten wieder zu erleben.
Ich auch, John. Der Adrenalinschub der Achterbahnen und anderer aufregender Fahrgeschäfte ist unschlagbar. Ich kann es kaum erwarten, diese Aufregung noch einmal zu spüren.